Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing auf diesem Kanal. Ja, der Oktober ist schon ein bisschen her und das sind die Halloween-Pakete von Herpa und ich habe sie noch nicht ausgepackt. Obwohl ich natürlich auch interessiert bin, was drin ist. Insgesamt habe ich zweimal die russischen, weil wir haben beim letzten Mal oder die letzten Male immer die Airbus und Boeing Sets ausgepackt. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten. Und das ist eine Czechoslovak Airlines CSA, eine Tupolev Tu 134A Limited Edition. Wie gesagt, russische Maschinen kenne ich nicht. Also ja, ich kenne Tupolev. Ich weiß aber nicht, was da noch so drin ist. Wir machen weiter mit dem mittelgroßen. Also das kann man ja zum Glück erfüllen. Und das ist eine weitere Tupolev. Und ganz ehrlich, mein Russisch ist halt nicht so gut, dass ich den Namen vorlesen kann. Und wenn sich viele Leute fragen, wie gut ist mein Russisch? Ich kann kein Russisch. Ich kann überhaupt kein Russisch. Dementsprechend bin ich froh, hier vorlesen zu können. Alrosa Mirny Air Enterprises. Und das ist eine Tupolev Tu 154M. Das war eine Tu 134A. Was das auch mit der Modellbezeichnung auf sich hat, keine Ahnung. Kommen wir zur letzten. Und das ist eine weitere Tupolev Tu 154M und das ist Belavia. Da erkenne ich auf jeden Fall die Flagge und das müsste, achso, Belavia, das müsste Belarus, Weißrussland sein. Ist das eine Regierungsmaschine? Oder ist das... Ne, Belarus Airlines. Ich packe sie natürlich nachher nochmal aus und dann gucken wir uns die genauer an. Aber wir wollen ja natürlich wissen, was in der letzten ist. Ich vermute mal ganz stark eine Tupolev. Aber es wäre ja schön, wenn es nicht nur Tupolev wäre, weil es ist ja das russische Set und sonst wäre es das nicht das russische, sondern das Tupolev-Set. Also bin ich mal gespannt. Gut. Ein Modell ist nicht die Tupolev. Das ist das, was ich nun sage und ich hoffe, es tritt ein. Ich weiß es nicht. Ich habe wieder nur eins gesehen, das ist die kleinste. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Und die finde ich toll. Weil die hatte ich mir öfter mal angeguckt und dachte, das wäre eigentlich mal ein Modell, was ich mir so kaufen würde. Und das ist Center South Airlines Sukhoi Superjet 100. Und den finde ich tatsächlich sehr schön. Der ist, vielleicht sieht man das ein bisschen besser, wenn man auf das Originalbild geht. Auch wenn er es nicht richtig scharf macht. Der ist in einer sehr schönen Lackierung und ja, der ist gut. Und es ist keine Tupolev. Das heißt, wir haben unser Ziel schon erfüllt. Und nun sind wir mal gespannt, was da noch so drin steckt. Moment, erfüllen. Diesmal gibt es wirklich eine deutlich größere und eine mittelgroße, was ja bei denen eben nicht so gut funktioniert hat, weil die sind ja gleich groß. Wir machen mit der mittelgroßen weiter. Ich hoffe ja noch auf einen Frachtflieger. Bei russischen Flugzeugen müsste es einen Frachtflieger geben.
Gut, und das hat diesmal nicht gut geklappt. Da muss ich sagen, das war beim letzten Mal besser. Nun habe ich eine zweite limitierte Auflage der Alrosa Mini Air Enterprise. Das war beim letzten Mal besser. Da hatte Herpa versprochen, wenn man 2 Sets auf einmal kauft, hat man keine doppelten. Das hat diesmal nicht geklappt. Beim letzten Mal hatte ich doppelte, lag aber auch daran, dass ich am Anfang der Aktion gekauft habe. Das war ja am ersten oder zweiten Tag, hatte ich mir meine Überraschungsboxen gekauft. Und dann gegen Ende der Aktion hatte ich es mir nochmal gekauft. Da lagen mehrere Tage zwischen, da waren viele Bestellungen, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich ärgerlich. Das finde ich diesmal tatsächlich ärgerlich. Und das ist ein bisschen schade, es trübt so ein bisschen das. Weil es beim letzten Mal das Versprechen gab, ihr könnt mehr auf einmal bestellen und ihr habt keine doppelten. Ja, das ist in diesem Fall, hat es nicht geklappt. So, und dann kommen wir zur größten und ich hoffe, dass es eine Frachtmaschine ist. Von der Größe der Box. Na, so eine Größe, würde ich mal sagen, so Boeing 777 von der Boxgröße. A330 in Airbus-Größe. Das könnte ja ein Frachtflieger sein. Oder was gibt es von der Tupolev oder einer anderen russischen in der Größe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von russischen Flugzeugen, habe ich von Anfang an gesagt. Und gut, sagen wir so. Es ist ein Frachtflieger. Es ist eindeutig ein Frachtflieger. Obwohl. Das ist meine erste. Ja. Ich weiß, für viele würde das nun Begeisterungsstürme ausrufen, dass sie so eine Maschine da kriegen. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Freund davon, weil ich, sagen wir mal so, zivile Luftfahrt ist mein Thema und nicht die Kriegsluftfahrt. Es ist eine Antonov An-22 Antai. Und über dieses Modell in einer zivilen Lackierung hätte ich mich tatsächlich sehr gefreut. Immerhin ist es das größte in Serie gebaute Flugzeug mit Propellerantrieb. Der Name Antai ist eine Anspielung auf den Riesen Antheus aus der griechischen Mythologie. Es gab wohl Pläne für eine nie realisierte Passagierversion für bis zu 724 Passagieren. Alles in allem passen die Modelle nicht in meine Sammlung, da es sich eher um ältere Modelle handelt, die in historische Sammlungen passen. In aktuellen Szenerien aber maximal als Museumsmaschinen am Rande eines Flughafens geparkt werden könnten. Tatsächlich war mir das vorher schon klar, denn im aktuellen Herpa-Portfolio gibt es kaum moderne russische Modelle, da viele auch noch in der Erprobungsphase stecken. Trotzdem gefällt mir die Verarbeitung der einzelnen Maschinen. Der Druck ist bei allen Flugzeugen gut und es gibt keine Beschädigungen. Und ich muss zugeben, dass die Tupolevs einen gewissen Charme versprühen. Kleines Fazit. Geil, dass es nicht nur Airbus und Boeing-Sets diesmal gab. Also das fand ich echt toll. Und dafür einen Daumen hoch. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich würde es gern länderübergreifend machen. Es wird demnächst auch ein Unboxing kommen, wenn ich in England bin. Da gibt es einen Laden, der nur Flugzeugmodelle verkauft. Und die haben auch Überraschungsboxen. Da weißt du nicht, welche Marke drin ist. Da kann, in erster Linie ist es 1:400, Gemini Jet, NG Models, aber auch Herpa Wings soll da auch drin sein. Und da kannst du eingeben, egal, oder Europa, Asien, Afrika oder Amerika. Und da werden wir auch 1 oder 2 Boxen mal öffnen. Und das finde ich immer noch das bessere Konzept. Also dieses nicht nach Flugzeugmodellen. Ihr könnt ja unten mal in die Kommentare schreiben nach dem Motto, ich will unbedingt Airbus-Modelle, ich will unbedingt Boeing-Modelle. Oder wollt ihr doch lieber Maschinen aus
den Nationen oder aus dem Kontinent, wo euer Flughafen oder euer Sammelgebiet entsprechend ist. Das würde mich mal interessieren. Das russische Set hat mich nicht so überzeugt. Leider. Obwohl das mein Favorit ist und darüber bin ich sehr glücklich. Und das macht sogar die letzte Box wieder ein bisschen weniger tragisch, weil es ist ein Flieger drin, der mich sehr erfreut und über den ich sehr froh bin. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.